Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wir haben einen Besuch, über den ich mich wirklich sehr freue auf der Lassisee. Und zwar dieser Mann. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Biermann. Wie geht es Ihnen? Ja, hallo, grüß dich. Mir geht's gut, ich kann nicht klagen, danke. Du bist ja auch viel am Reisen. Ich muss ganz kurz entschuldigen, falls ich komisch aussehe manchmal. Ich bin so im Jetlag. Mehr geht gerade wirklich nicht. Aber ich werde das gut machen, denn wir haben ein Auto da. Ein Auto, wovon wir schon ganz oft darüber gesprochen haben. Ja. Was du versprochen hast, mehrere Male. Ja, genau. Das war ja praktisch unser Geburtstagsgeschenk an dich. Ja. Du hast ja letztes Jahr den AM19 gefahren. Was wirklich beeindruckend am Nürburgring, ne? Mit dem 2,3 Turbo, mit dem Hyundai N8. Wollen wir mit dem kleinen Porn erstmal einsteigen, bevor wir... Ach so, okay, los geht's. Genau. I've been working since I was a kid. I just gotta keep my head up. Running, I'm never gonna let. I'll never feed the haters cause they fed up. Ja, am Nürburgring hast du ja den AM19 gefahren mit dem 2,3 Liter Turbo und dem 8-Gang DCT-Getriebe. Was wirklich vom Konzept ja schon ganz anders ist, weil Motor hinten, ne, der Sound hinten. Und das finde ich auch so geil bei Hyundai, weil es halt so frei ist vom Denken her. Weil das zweite Auto, was wir gleich sehen, ist ja maximal frei vom Denken. Ja. Oder nicht? Also Ja, schon. Aber der 19er, den gab es ja auch zum Teil deshalb als Vorstufe, um das Fahrwerk zu entwickeln für dieses Auto, den AM20. Und das heißt, ihr wusstet da schon von der Idee? Ja, klar, das war alles geplant. Und der 20er, der ist fahrwerksmäßig völlig gleich, außer hat vorne etwas breitere Reifen von der Tragklasse her, weil er deutlich schwerer ist und ein paar größere Bremskolben drin. Aber ansonsten chassismäßig gleiches Auto, aber das Auto ist deutlich schwerer. Der wiegt 1850 und der andere, der lag so bei 1600 rum. Und, das heißt, Fahrwerksgeometrie ist gleich. Ja, auch die Chassiteile, alles identisch. Okay. Haben wir alles schon damals berücksichtigt, als wir das Fahrwerk gemacht haben, den elektrischen eben auch, weil eigentlich ging es immer um den. Weil das war klar, der wird jetzt, also dieses Thema N elektrisch, das wird eine Zukunft haben. Dass das so schnell geht mit dem Wandel zur Elektrifizierung, das haben wir natürlich vor 3, 4 Jahren, als wir das alles gestartet haben, auch nicht gewusst. Das hat sich ja extrem beschleunigt, der Trend zur Elektrifizierung. Aber hat er sich wirklich, ne? Ja, dramatisch. Bist du damit happy? Ja, wir machen das Beste raus. Ja? Also du kennst ja Hyundai, wir haben alles am Start immer, überall. Und deshalb gibt es auch jetzt bald ein NEV. Und was wir hiermit gelernt haben mit diesem Auto, das war unser erstes Rolling Lab. Es gibt dann noch ein zweites Rolling Lab. Da gibt es vielleicht dann irgendwann auch noch mal eine Geschichte dazu. Und noch mehr Power. Und wir haben ja schon angekündigt, nächstes Jahr gibt es einen Ioniq 5N. Ich weiß. Und da sind wir auch fleißig im Austausch, alle Mann, die ganze Zeit. Aber ganz kurz zu dem Thema jetzt. Wie viel Power hat das Auto jetzt hier? Und wovor stehen wir hier? Weil das ist natürlich entwicklungstechnisch schwierig. Und vor allen Dingen wollt ihr in die Richtung gehen, ja, das soll ein NNN-Auto sein, das heißt noch mehr Power? Oder ist da irgendwie die Entwicklung auch vielleicht, dass N in Zukunft bedeuten kann, was nicht so cool wäre, aber N heißt noch mehr Reichweite? Weil ich glaube, dass die Menschen sich jetzt echt aufspreizen, dass mehr Power für sie auch Weitfahren bedeutet. Ja, aber du weißt ja, bei N gibt es nur eine Maxime und das ist Fahrspaß. Und wenn das auf Kosten der Reichweite geht, mein Gott, dann geht das mal auf Kosten der Reichweite. Ja. Also da bin ich schmerzfrei. Ja. Und das ist praktisch auf Basis von einem Veloster N, den es leider in Europa ja nie gab. Und der hat jetzt eine Elektrifizierung drin, die nicht auf irgendeinem Modularsystem, was wir haben, eGMP oder so beruht, sondern wir haben ja damals zu Beginn der ETCR-Rennserie gesagt, okay, da sind wir dabei. Also Rennauto, elektrisch fahren mit einem elektrischen Rennauto, ETCR. Und zu Beginn war die Firma Rimac der Systemintegrator für die ETCR-Autos. Für die Autos schon? Für die Autos. Und das erste ETCR-Auto, was wir gebaut haben bei HMSG, Hyundai Motorsport, das ist auch noch ein Auto mit dem Rimac-System. Das nicht. Und das ist praktisch das Rimac-System im Straßenauto. Wir haben also das in ein Straßenauto gebracht. Das heißt, der hat also auch diese 4 Axialfluxmotoren von Magelec drin, den Reinhardt Inverter. Wie viele Motoren hat der jetzt? 4, 2x2 Axialmotoren, so 2 so Scheiben an jeder Seite. Und die haben dann gekoppelt, mechanisch zwar, aber sind mechanisch nicht gekoppelt, aber in einem Gehäuse
abtrifft. Genau, also er hat quasi in der Mitte den Konverter, dann die beiden Motoren nach außen und gibt die der Kraft dann so weg. Ja, geht noch über eine Übersetzung und dann raus. Ach so, okay. Deshalb auch ein bisschen laut das Ganze, gerade verzahnt, rennmäßig, ja. Das ist praktisch das gleiche wie beim ETCR Rennauto. Die Batterie ist von Rimac, das ist eine durchströmte Batterie, eine nasse, richtig. Und das war damals auch so eine Erweiterung unseres, ja, sage ich mal, Forschungsspektrums. Wie viel Power haben wir denn jetzt? Der hat so um die 800 PS rum. Also 4 mal 150 Kilowatt ungefähr. Und Gewicht ist wie viel? Und der hat so 1850 Kilogramm und alles auf der Hinterhand. Ne? Und der hat da müssen wir gleich mal fahren. Der hat 4 Motoren. 2x2. Ach, aber alles Heck. Alles Heck. Alles Heck. Und der hat Trophäus drauf und die haben es ja gerne ein bisschen wärmer. Ja, die muss man ein bisschen ins Leben holen. Ne? Ein bisschen warm machen am Anfang. Okay, also wir haben 305, 30, 20, 800 PS. 820, weiß ich, ist ja wurscht. Aber dann hat der ja Drehmoment 1300 Newtonmeter. Ja, so ungefähr 1200 irgendwas oder 1300. Also reichlich. Aber am Lenker, das ist ein Knöpfchen und da kann man das schön einstellen. Und Traktionskontrolle kann man auch einstellen. Und ihr baut diese Autos, um daran zu lernen. Weil das, was wir jetzt hier sehen, hat die Idee, dass es seinen Weg finden soll. Ja gut, diese Rolling Labs, die haben eine lange Geschichte. Und manches, was wir in Rolling Labs gemacht haben, das ist in die Serie gekommen und manches aber auch nicht. Zum Beispiel der 2,3 Liter Turbo im AM19, der wird die Sonne niemals sehen. Ja, das ist jetzt durch. Auf gar keinen Fall mehr. Das ist durch. Und andere Dinge, ELSD, das 8-Gang nach DCT hatten wir auch im 19er drin, vorher schon mal in einem anderen. Diese Dinge, die sind dann tatsächlich auch in Serie gegangen. Und das war eigentlich eher eine Erweiterung der Technologien, weil eine nass durchströmte Batterie, das haben wir... Da gebe ich zu, da habe ich nicht so viel Ahnung. Also die nass durchströmte Batterie hat welchen Vorteil? Ja, die hat halt eine super Kühlung, weil die Zellen werden direkt umströmt, aber hat natürlich auch jede Menge Herausforderungen. Ja, und für die Großserie... Welche? Also Sicherheitsfaktoren? Ja, das muss ja auch dicht sein, ja, und du musst eine ganz hohe Präzision sein und die Systeme müssen also sehr zuverlässig sein. Und dann auf lange Sicht, Großserie, ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Ja, okay. Ja. Das ist ein bisschen vergleichbar wie eine Wasserkühlung im PC? Nee, Ja, also Nee. das ist aber kein Wasser, sondern das ist eine nicht leitende Flüssigkeit. Ah, okay. Aber da müssen wir das Auto erst zum Leben bringen. Nachher können wir aufmachen. Also hier ist ein bisschen was an. Ja, wir müssen dann vorne erst die Sicherung, glaube ich. Die war drin, glaube ich. Nee, geht nicht. Okay. Aber können wir gleich nochmal machen, vielleicht nachdem wir gefahren Ich sind. würde schon gleich nochmal reingucken. Ja. Weil wenn man jetzt von die oben die Scheibe so guckt. Ja, da siehst du jetzt praktisch die 4 Inverter. Jeder Motor hat einen Inverter. Ja, krass. Und unter den Invertern liegen praktisch die 2 Motorscheiben an jeder Seite. 2 so Scheiben. Ja. Scheibenläufer. Axialmotoren. Und praktisch, ja, so das ist es im Prinzip. Und dann siehst du da die Batterie, das können wir nachher besser sehen. Was ich sehe, ist ein Soundmodul hier unten. Ja, da ist ein Außenlautsprecher auch dabei, aber der wird von der gerade verzahnten Getriebegeschichte also dramatisch übertönt. Ja. Ja, und wie gesagt, das Auto, das hat eigentlich schon seinen Job gemacht. Ja, wir haben uns dann eben... Weil ihr am Neuen schon dran seid. Ja, natürlich, und auch, sag mal, das Thema Batterietechnik, das haben wir uns natürlich genau angeguckt. Ich meine, das Ganze wurde losgetreten 2018, ja. Und das war aber auch schon Zeit. Ja, und das war auch ein interessantes Projekt, weil das ging dann in Zusammenarbeit mit Hyundai Motorsport, ja, und dann Rimac mit dabei und dann Rüsselsheimer Kollegen, Namyang-Kollegen. Also das war eine interessante Geschichte, das zu machen und als Warm-up, um ein Chassis zu entwickeln, den 19er, also das war so ein Doppelpack im Prinzip. Und jetzt haben wir halt den 20er hier und wie gesagt, der hat im Prinzip seinen Erprobungsjob alles durch. Und wie viele Kilometer hat er so drauf dann? Oh, ich kann das gar nicht sagen. Das zeigt er, glaube ich, gar nicht an. Na, wahrscheinlich nicht. Also, wir haben ja noch einen zweiten noch in Korea. Das Schwesterauto ist in Korea. Ja. Und wir machen jetzt dann nochmal 3, 4 Stück, aber dann schon mit einer anderen Batterietechnik, andere Motorentechnik, andere Invertertechnik. Und bei dem Thema, da sagen die Hersteller mal andere. Wo siehst du denn so die Achillesferse oder die Problematik oder die Thematik, wie das Ganze weitergehen soll, wird? Wo müssen wir rangehen? Sind es die Akkus, sind es die Motoren, sind es die Inverter? Ist es das Fahrzeuggewicht vielleicht, dass die ganzen Faktoren viel relevanter oder viel mehr die ganze Formel verschiebt massiv? Also ich denke, wenn man jetzt an die Breite denkt, ja, Massenmobilität, dann ist natürlich Kosten ein Thema. Ganz klar. Ne? Die Elektroautos sind nach wie vor teuer, die Batterien sind nach wie vor teuer. Gewicht ist natürlich eine Herausforderung und man kann das gar nicht so pauschal beantworten. Man muss halt schauen, du hast halt Kunden und für Hyundai N ist das relativ einfach. Wir kennen unsere Kunden, wir wissen, was die wollen und für die musst du jetzt ein verrücktes Elektroauto machen, was die ungefähr so bespaßt wie ein Hyundai N mit Verbrenner. Fragen sich aber, das ist gut, dass du das, weil das fragen sich wirklich viele. Weil die Sorge bei den jüngeren Leuten, ich denke bei dir auch, Peter, ist ja wirklich okay. Okay, Elektro, gut Power und so. Dann sieht man die ersten Firmen, die so Demo-Autos bauen, dann fahren die quer und dann ist das komplett still und es qualmt nur und denkst du so,
Ja. Ja. Ja gut, das war ja klar, dass das so eine Herausforderung wird. Und also ich bin am Young die ersten Entwicklungen angestoßen vor über 4 Jahren. Ich habe gesagt, hey Freunde, irgendwann kommt ein NEV und was tun wir denn dann, damit wir emotional mithalten können mit den Verbrennern? Und da haben wir so einen Ioniq, dieses Elektroauto, der Ioniq, das kennst du vielleicht, dieses etwas bravere, biedere Auto. Das kenne ich vielleicht. Da haben wir einen Ioniq gebaut und der hat diese ganzen vogelwilden Sachen drin, die du später dann auch noch in anderen Autos hier erleben kannst. Mit Lautsprechern und virtuellen Schaltungen und so weiter. Um dann eben zu sagen, okay, Bespaßung. Schaltungen? Ja, virtuelles Schalten. Aber einmal oder? No, im Moment haben wir, glaube ich, einen 8-Gang, aber wir können auch einen 14-Gang oder einen 2-Gang machen. Oder ein 20-Gang. Kein Problem. Bap, 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 Ja, bap. das ist alles Software. Und ja, wir haben immer wieder natürlich kritische Stimmen. Ja, Software, müssen wir aufholen. Aber wenn ich so gucke, was wir so alles anstellen heutzutage schon mit unseren eigenen Softwareentwicklungen, dann sind wir da ganz gut schon unterwegs. Die ihr ja auch zum großen Teil selbst macht. Machen wir alles selber. Also die ganzen Geschichten. Ja. Und da gibt ja heute noch andere Fahrzeuge, wo wir also gerade im Chassisbereich riesen Fortschritte gemacht haben bei uns in der Logikentwicklung. Ne, um das Thema fahrdynamisch in den Griff zu kriegen. Und wo die Reise hingeht, ich meine, wir haben ja noch ein anderes Auto jetzt auch kürzlich gezeigt, was du auch in den USA gesehen hast. Und da haben wir ja ein Hybrid drin mit Wasserstoff und hochleistungs-batterieelektrischem Antriebsstrang in Kombination. Aber das ist eher was mittelfristig oder langfristig, je nachdem, wie die Wasserstoffgeschichte sich entwickelt. Aber jetzt muss man auf jeden Fall, das ist also für mich das Gebot der Stunde, das habe ich ja vor Jahren versprochen, wir lassen euch bei N nicht im Stich. Wir werden auch mit der Elektrifizierung geile Autos machen. Mit Emotion. Mit Emotion. Und jetzt haben wir mal ein Auto hingestellt. Was ich immer gut finde, ist, dass deine Aussagen definitiver sind. Also das ist eine Aussage, die kann man jetzt so nehmen und man kann auch viel Vertrauen reingeben. Das ist schon mal ganz geil zu hören. Ja. Weil das tun andere nicht so. Also ich glaube, das kriegt man manchmal nicht so mit. Aber wir haben das vor, weiter ein N-Auto sein zu lassen. Ob es Elektro ist oder nicht, ist ja Wurst. Aber das soll ein emotionales, preis-leistungstechnisches, sportliches Auto sein. Ja, das ist ja unser Credo bei N. Ne? Wir haben ja diese 3 Grundsäulen von N. Ja? Also Kurvenräuber, Everyday Sportscar und Rennstreckentauglichkeit. Und damit das dritte Thema ist natürlich das anspruchsvollste für ein Elektroauto, Rennstreckentauglichkeit. Aber auch das werden wir hinkriegen, weil wir fahren ja auch schon eine Zeit lang mit den Autos rum. Und natürlich kann man nicht eine Stunde lang um die Nordschleife donnern, ja, mit einem Ioniq 5N, aber doch länger als viele andere glauben. Ja, und wir haben ja einen super Fortschritt mit dieser 800 Volt Geschichte erzielt und einen riesen Vorteil gegenüber den anderen. Weil mit 400 Volt brauchst du nicht an den Start gehen. Also nicht in dem Segment, ja. Denkst du, es wird noch mal höher gehen als 800? Ja, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich sag mal, im Massenbereich wahrscheinlich nicht. Die Masse ist ja noch nicht mal bei 800 angekommen. Da sind im Moment nur wir. Ich meine, ja, und Porsche auch. Und Porsche, ja, aber das ist ja kein Massenprodukt in dem Sinne. Stimmt. Also 800 und dann wäre der nächste Schritt dann 16? Nicht unbedingt. Da kann man. 12? Ich meine, das ist Spekulation jetzt. Ja, es kostet alles immer Geld. Du musst die Infrastrukturen dafür dann auch haben, dass du das von der Ladeseite her umsetzen kannst. Aber es wäre, ja, ich weiß nicht, im Nutzfahrzeugbereich oder so. Da würde ich es eher erwarten bei den LKWs. Weil Das heißt aber technisch gesehen, jetzt für den nicht super Elektroprofi, technisch gesehen, könnte man irgendwann ein 2000 Volt Auto bauen. ja klar, das geht. Technisch kein Problem. Aber du musst natürlich die richtigen Dinge haben. Also Hochvolt ist schon mal gut, weil dann reduzierst du ja den Strom, der fließt. Und die Wärmeverluste, die du hast, die sind also quadratisch zum Stromfluss. Und wenn wir mit doppelter Spannung den Stromfluss halbieren, dann haben wir ja 4-mal weniger Hitzeverluste. Also Faktor 4 als ein 400 Volt Auto bei gleicher Leistung. Ne? Wenn du das sagst, Ja. dann wird das so sein. Ja. Aber ich habe auch im Peters Gesicht so, ja, jetzt bin ich raus. Ja. Nochmal, mach den nochmal den letzten. also jetzt. wenn wenn du ein 800 Volt Auto hast und du hast eine Leistung, eine bestimmte Leistung und das 400 Volt Auto, das braucht dafür den doppelten Stromfluss. braucht er wirklich? Braucht er wirklich, um auf die gleiche Leistung zu kommen. Okay. Ja? Leistung ist Spannung mal Strom. Wenn die Spannung nur halb so groß ist, ist der Strom doppelt so hoch. Und wenn der Strom doppelt so hoch ist, dann sind die Hitzeverluste 4-mal so groß. Logisch. Und dann hast du schon mal verwachst mit 400 Volt. Weil so viel Hitze musst du ja erstmal wegkühlen. Richtig. Und dann haben das wir kannst du dir sparen. wenn man 800 Volt hat. Dann Oder mehr. Oder mehr, das wird immer besser. Und dann gibt es noch das Thema, was wir haben bei unserer eGMP, aber nicht in diesem Auto. Kannst du das vielleicht bildlich ganz kurz für mich nochmal erklären? Also das heißt, ich versuche den Ladedruck von einem Turbomotor durch so eine Leitung zu knallen, ist 400 Volt.
aber die gleiche Luftmasse mit weniger Reibung, weniger Hitzeentwicklung kriege ich durch so eine Rohr. Sehr gutes Beispiel. Sehr gute Analogie. Kann man so vergleichen. Du hast aber zu viel Verluste. Ja, das ist das Wichtige dabei, weil beim Turbo, den musst du auf der Luftseite komplett entrümpeln, dass die Luft da nur so durchfliegt. Und so ähnlich ist es auch bei den Ionen. Die brauchen das auch möglichst locker dadurch. Und dann haben wir ja noch die, jetzt nicht in dem Auto, aber wir haben ja bei unserer eGMP-Plattform diese Silicon-Carbid-Inverter. Das ist ein spezielles Material. Ja, das haben auch nur eigentlich Exoten, weil das teuer ist, aber richtig gut. Und da ist auch der innere Widerstand. Silicon-Carbid. Das ist ein ganz hoch entwickeltes Material. Und dadurch, Silicon-Carbid. Ja, Silicon-Carbid. Silicon Carbide sagen die Engländer. Und dadurch ist der innere Widerstand auch, den das hat, wenn da was durchströmt, geringer. Das heißt auch wieder weniger Hitze, weniger Widerstand. Ja. Das heißt, du musst weniger kühlen und du hast mehr Druck auf der Kette. Das ist einfach effizienter. Ja, und das haben wir alles in dieser eGMP-Plattform. Und da haben wir natürlich jetzt eine Startbasis für Hyundai N-EVs, wie fast keine andere. Frage. Das Automobil ist der Verbrennungsmotor. Man konnte ja nach einer gewissen Zeit, so 2010 rum, so grob erkennen, wo der Verbrennungsmotor sein Ende finden wird. Ne? Wo die Bauform, die Größe des Motors und die Turboaufladung, ne, dass wir jetzt so 4-Liter-Motoren haben, so mit 800 PS oder sowas, dass man weiß, so, komm, jetzt kommen wir so an die Schallgrenze. Ja? Wenn von hier bis da der aktuelle Verbrennungsmotor ist, wie siehst du denn, wo wir gerade mit der, gefühlt, ne, nur fiktiv, wo wir gerade mit der Elektrotechnik stehen, was ich jetzt in meinem Kopf mir noch fiktiv vorstellen kann, 2040? Ja, ich denke, da sind wir jetzt vielleicht bei 30% oder so. Ja. Weil die Entwicklungen gehen ja weiter. Eine Batteriegeneration nach der nächsten. Ja, bei den Motoren, bei den Invertern, überall tut sich was. Und die Konzentration, würdest du sagen, liegt eher auf dem Gewicht der Batterie oder auf der Power der Batterie? Das geht eigentlich um alle Aspekte, weil du hast ja unterschiedliche Jobs zu machen für eine Batterie. Und mal brauchst du viel Energie und mal brauchst du viel Leistung. Und das sind dann unterschiedliche Zellchemien. Und da musst du halt gucken, was ist der Job, der jetzt zu machen ist. Ja, und muss das billig sein oder darfst du auch noch ein bisschen mehr ausgeben? Und so musst du halt deinen Batterietyp wählen. Kannst du dir vorstellen, dass darunter vielleicht die Fahrzeugqualität leidet, weil der Hersteller unheimlich viel investieren will und dem Kunden eine sehr gute Batterie geben will? Dass er sagt, komm, wir geben ihm jetzt diese super Batterie, aber das Auto machen wir ein bisschen. Ja gut, das war ja schon mal grundsätzlich die Hürde für eine Elektrifizierung, für ein EV. Es gibt ja gute Beispiele. Da ist jetzt ein Elektroauto, eine Marke, die vorher gut ausgestattete, hochqualitative Autos gebaut hat, macht jetzt ein Elektroauto, aber das ist halt nicht mehr auf dem Qualitätsniveau und auch nicht mehr auf dem Ausstattungsniveau. Ja, du musst halt irgendwo, wenn du einen Preis wettbewerbsfähig machen willst, musst du dieses Spiel spielen. Es kommt ja nichts für lau. Ne? Du musst schon schauen, wie du es auf den Punkt bringst. Und die Masse. Ja, du brauchst Volumen. Du brauchst Volumen. Und das ist das Faszinierende, was wir geschafft haben in die eGMP-Plattform. Diese Goodies wie ein 800 Volt, diese Inverter-Technologie, aber auch einen hochdrehenden Hairpin-Motor. Jeder Ioniq 5, jeder EV6 werden mit einem Hochdrehzahl-Hairpin-Motor durch die Gegend. Ja, das ist vom Feinsten. Ich glaube, dass da viel noch Wissen geschaffen werden muss, bei den Käufern zu unterscheiden, was es ist. Ich glaube, momentan ist es für die Leute, ein Elektroauto. Ja. Aber du gehst ja auch nicht hin, da steht ein Bugatti Chiron, da steht ein i30N und da steht ein RS6, da sagst du ja auch nicht, ein Auto. Ne? Sondern das sind ja auch unterschiedliche Autos. Und ich glaube, für die Menschen momentan ist noch ein Elektroauto einfach ein Elektromotor und eine Batterie. Ja. Fertig. Mit dem Hairpin-Motor kann ich jetzt auch nichts anfangen zum Beispiel. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, damit hast du einfach eine höhere Wicklungsdichte. Ja, du kannst kompakter bauen bei gleicher Leistung. Und das ist auch ein bisschen anspruchsvoller, die zu produzieren. Aber das können wir halt in Korea. Manufacturing, da sind wir gut. Habt ihr drauf. Und das machen wir jetzt eben auch in Stückzahlen jetzt, die wir auch so nicht erwartet haben, dass das so durch die Decke geht. Ja? Also gerade ich war ja jetzt gestern noch vor ein paar Stunden in Miami und du siehst sehr viel Ioniq 5. Ja, und auf der ganzen Welt sind die Autos extrem gefragt. Ja, also Hyundai, Kia auch, gut, Genesis hier in Europa jetzt vielleicht noch nicht, aber also das brummt jetzt wie verrückt und wir können ja gar nicht genug Motoren und so weiter bauen. Ja, also krass. Cool wäre auch, wenn man verschiedene Töne und Sounds für die Motoren irgendwie einbringen würde, dass die immer dieselben wären. Das Thema, glaube ich, kommt noch vor gleich. Ja. Das kommt noch und noch mehr. Ja, okay. Ich würde sagen, wir steigen mal in ihn ein und kriegen mal eine Idee, wie sich 800 PS von Hyundai anfühlen. Bis gleich. Die Sequenz ist ziemlich kompliziert mit dem Hochlaufen. Okay. Also du musst erst einmal den Startknopf drücken ohne Bremse. Erstmal einmal ohne. Darf ich? So, und dann
dann mit. Oh, ja. So, jetzt müssen wir warten. So, jetzt könnten wir den auf Bremse und dann den Powertrain-Button drücken. Powertrain. Den drücken. Charge Eco Power. Okay. So, und jetzt um loszufahren, dann Bremse treten, das rechte Pedal einmal ziehen. Rechte Pedal einmal ziehen. Ja, genau. D. D. Handbremse ist los. Dann muss es los und jetzt kann es losgehen. Wie können wir Power Jetzt haben wir maximale Power. Nee, erstmal. Fangen wir mal ein bisschen ziviler an. Wir fangen mit der kleinsten an. Mit der kleinsten. Okay. Das ist aber sehr wenig. Ja, ich denke, wir können. Ich gebe Vollgas, ne? Machen wir ruhig mehr Dampf. Ich wollte jetzt schon ziehen, weil das Getriebe so laut ist, Ja, ja. dass du denkst, Schalten, ne? genau. Ja. Nee, bei dem bringt das nichts. Der hat nur, wie gesagt, einen Gang und auch keine simulierten Gänge. Ich wollte schon wieder ziehen. Und was man im Kopf, ich sehe dich, ich denke an Hyundai, ich denke an Frontantrieb, aber man darf nicht vergessen, das ist auch halt hier Heck. Ne? Ja, ja, ja. Die Vorderreifen, die brauchen ein bisschen Temperatur. Was schön ist, dass der Antriebsstrang so frei ist. Wenn man rausgeht aus dem Gas und geht rüber zur Bremse, fährt das so gleichmäßig. Ja, an der Stelle ist normalerweise so ein Verbrenner so störrisch. Der will dann so schieben und machen und tun. Und ich merke jetzt schon, dass hier oben kein Gewicht ist. Ja, das ist alles da unten, ja. Okay. Muss man ein Elektroauto warm fahren? Nein, nein. Nein, ne? Also ich denke, der ist kampferprobt schon. Das Getriebe ist eingelaufen. Und wenn man das Drehmoment verstellt, ist natürlich das Drehmoment dann direkt da. Nicht wie beim Verbrennungsmotor, wenn man die Map wechselt, dass er dann im oberen Bereich die Leistung erhöht, sondern die Leistung ist dann Direkt von null raus, ja. Okay. Okay, das Getriebe ist schon mal geil. Ja. Oder die Übersetzung, was man hört. Ich will jetzt mal hochgehen. Wir fahren jetzt auf. Ja, gehen wir ruhig auf 5. Ja? Ja. Jetzt sind wir auf 6. Ja, genau, volle Pulle. Okay, krass. Das geht aber oben rum. Okay, ich verstehe. Wie viel Topspeed hat der Wagen denn? Oh, das kann ich gar nicht genau sagen. Das ist, glaube ich, eine Menge. Ja, der geht dann schon richtig ab. Noch Also oben man raus. merkt richtig oben raus. Ey, wow! Das ist ganz schön schnell. Ja, ja, der geht da richtig ab. Aber Grip ist gut. Ich halte das natürlich jetzt nicht unendlich lange aus als Beifahrer. Nee. Du kannst mich ja gleich mal absetzen und noch alleine ein bisschen weiter gasen. Ich lade mal den Peter ein. Ja, genau. Schreib mal ein, Peter. Okay. Das findet er gut, glaube ich. Ja, ich glaube auch. So, das ist der Hosenträger gut, gell? Okay. Soll ich helfe dir noch vielleicht mal anschneiden? Ja, vielleicht. Besser ist es. Das riecht schon mal gut, ne? Riecht sehr gut. Ach, Weihrauch irgendwie. Das ist ein ganz krasses Erlebnis gleich, Okay. weil ohne den Tacho oder ohne, dass du die Zahlen siehst, ne? Ja. Es fühlt sich sehr gleichmäßig an, aber das Auto wird obenrum schneller. Okay. Und das macht ein sehr, sehr eigenes Dynamikgefühl. Feintuning kannst du jetzt noch an den Strippen machen. Alles klar. Deine Kamera? Sehr lieb von dir. Oder soll ich die halten? Nee. Nee, ich. Nein, bis gleich. Bis dann. Okay, viel Spaß. Danke, ciao. Also, der hat 9.636 Kilometer. Das ist viel. Das ist schon viel für so ein Auto. Was geht da? Bereit?
Ja. Komm, Tacho. Das ist krass. So. Das Verrückte ist, man denkt, das ist nicht so schnell, ne? Ja. Aber jetzt guck mal da drauf. Warte, bist du bereit? Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Alter, sehr weird. das krass? Warum merkst du das denn nicht Ich so? weiß es nicht. Pass auf. Scheiße. Ey, obenrum ist das echt. Alter. Obenrum ist das wirklich. Ich merke richtig, wie ich aufpasse, so, weißt du? Weil es obenrum einfach verrückt schnell ist. Ja, ist, als ob sich Drehmoment aufbauen würde. Ja, als ob da irgendwas kommt. So ist doch alles gut. Ja. Alles gut. Aber dann, ab jetzt. Scheiße. Was ist denn das für ein Klang? Das ist Getriebe. Klang? Getriebe. Oder? Sehr besonders, aber ich check das nicht. Warum spürst du das? Ich glaube, weil die Übersetzung so lang ist, Ja. dass dass der Elektromotor untenrum einfach noch ein bisschen zu kämpfen hat. Aber ich denke mal, das Auto wird einen Topspeed haben von 280. Weil du merkst ja, guck mal, wir sind, also, guck mal. Alter Verwalter. Ganz anders als der Porsche. Ja. Der Porsche macht BOOM und dann kommt nichts mehr. Und hier ist es etwas langsamer und obenrum kommt richtig was. Guck mal, wenn wir mal ein bisschen Anlauf nehmen hier, ne? Aber du verschätzt dich komplett in der Geschwindigkeit. Komplett. Du beschleunigst so und dann guckst du so nach draußen, dann siehst du auch, wie schnell das auf einmal dann eigentlich ist. Komplett. Man verschätzt sich komplett. Und jetzt. Boah! Fuck mal live, Alter! Jetzt werde ich auch wach, aber richtig. Richtig wach. Alter! Das ist so. Ich krieg richtig Schiss. Ja, es ist auch, ist nicht normal auf jeden Fall. Du denkst an das Pedal und denkst dir, boah, ich gebe eine Viertelsekunde gebe ich noch Gas, dann muss ich aus dem Gas raus. Ja. Weil die Anrampung der Geschwindigkeit ist so doll, dass du denkst, boah, ich sehe nur eine Viertelsekunde länger Gas und du bist so viel schneller. Das ist echt, es wird immer schneller und schneller und schneller. Ja. Aber bei höheren Geschwindigkeiten muss dieses Fiepen echt unangenehm sein. Ja, du fährst das Auto ja eigentlich mit Helm. Ja. Das macht echt Bock, ne? Das ist geil. Das macht echt tierisch Bock. Wahnsinn. Er ist wirklich ganz anders. Und ich könnte mir zum Beispiel habe ich irgendwie ein neues Elektrofahrgefühl. Weil du musst wie beim Verbrenner, du musst halt schon Gas geben, damit da was kommt. Aber wenn das dann kommt. Richtig. Aber kommt. Oh, ja, Also eine längere Garde wäre schon richtig geil. das wäre interessant. Also nur so 100 Meter mehr, 200 Meter mehr wird schon ausreichen. Ja. Da geht aber da richtig der Punk ab. Pass auf, jetzt schalte ich mal um. Ich mache jetzt mal auf 100 Newtonmeter, okay? Ach, hier kannst du das alles einstellen. Ja. Vollgas gebe ich. Jetzt Vollgas. 100 Newtonmeter. 100. Okay. 200. 300. 400. 600. 800. 1000. Wow. Ja. Wie mache ich denn hier aus? Bremse treten, linkes Pedal ziehen, dann ist neutral. Ja, okay. So, Und dann einmal. ja, einfach anschalten. Das ist ziemlich cool, weil die Anrampung genau andersrum ist. Ne, du hast diesen Punch nicht unten rum, aber wenn die gerade dementsprechend lang ist und dann baut er sich oben rum auf, dann kommt oben rum richtig Musik in die Bude.
Wenn wir die Traktionskontrolle jetzt deutlich zurückgenommen hätten, dann hast du auch unten mehr Qualm. Können wir das mal machen? Ja, dann müssen wir jetzt wieder die Prozedur starten. Einmal so, ne? Nee, erstmal ohne Bremse, Genau. Und dann mit Bremse. Und einmal mit Bremse. So, jetzt warten auf 14,4 Volt. Ja. Aber jetzt musst du echt dann aufpassen, gell? Ja, passe ich immer. So, und jetzt müssen wir noch warten, bis der DC da seinen Job gemacht hat. Jetzt Bremse treten bitte. Hab ich. Powertrain. So, und jetzt gucken wir doch mal. Map 4. Disabled, das war gut. Jetzt willst du ganz ohne fahren? Ja, Okay. Und das ist eine Heile. mache ich. So, 2. Warte mal eben. Erst disabled. War halt am Anfang hat er halt nicht so viel. Also ich weiß nicht, ob es so spaßig ist, damit zu driften. Jetzt hast du freien Qualm ohne irgendeine Traktionskontrolle. Perfekt. Ne, Bremse geht nach wie vor. ESC hat er sowieso nicht, ne? Ja, wir machen erstmal 100 Newtonmeter wieder. Zum Eingrooven. Ja, okay. Gut, ich sehe ja schon, du beherrschst die Knöpfe. Zum Losfahren jetzt, also Rückwärtsgang wäre jetzt nochmal Bremse Ja, ich links. drehe vorne. Und wenn du rumkommst, dann jetzt einfach Bremse treten, rechtes Pedal ziehen. Und Here los we go. geht's. Danke sehr. Okay. Jetzt bin ich super gespannt, weil ja jetzt das Auto genau andersrum ist. Weißt du, meine? Ja. Jetzt haben wir, jetzt müssten wir auch, denke ich, untenrum. Wir haben nur die Traktionskontrolle jetzt ausgeschaltet. Richtig, aber die ist ja bei einem Elektroauto Ja. mit einer ganz anderen Macht. Bei einem Verbrenner ist ja das Problem, dass der, bei einem Verbrenner ist ja so, dass der Leistung aufbauen muss. Und dann über die Drosselklappe holt er das zurück. Aber das haben wir hier ja gar nicht. ist ja so das direkt Thema. da. Genau. Genau. Das heißt, hier kann die Traktionskontrolle kann ja voll herrschen über den Elektromotor, weil die ja gar nicht, weil die ja von vornherein gar keine Leistung entwickelt wird. Ja. Okay, bin gespannt. Okay, das sind jetzt hier 100 Newtonmeter, 200, 400. Wir gucken erstmal so, wie die Traktion ist so, ja? Ja. Wir machen mal so. Ja, Guck mal, der Qualm hinten drin. Hinten drin ist Disco, hier. Alter. Oh, ganz andere Power. Ja. Oh, shit. Pass auf. Deutlich aggressiver jetzt. Deutlich, pass mal auf jetzt hier. Was für eine Klangkulisse. Okay, jetzt verstehe ich. Oh, ist das crazy. Scheiße. Okay, ganz andere Nummer. Ja, ganz andere Nummer. Okay. Alter, was für ein Qualm. Ist das geil? Wow. 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 Das kannst du ja gar nicht dosieren, richtig. Ich versuch das mal. So, wir machen mal die Leistung. Gehen wir von 1000 Newtonmeter auf 600 Auf Newtonmeter. 600, ja. Ah, geil. Geil. Das hat gut funktioniert. Nee, das kriegst du nicht. Den kriegst du nicht raus, sauber raus hier. Dafür ist er nicht gemacht. So, ich will jetzt mal wirklich schnell losfahren. Mit Mit 1000? 1000. Boah. Ja, locker einen Burnout machen jetzt, oder? Ja, pass auf. Ready? Ja.
aber ich merke richtig, wie in mir der Kackstift wandert. Also, es ist echt schnell. Ja. Aber man merkt es nicht so richtig, aber es ist unfassbar schnell. Boah. Auch die Bremspunkte zu treffen ist so viel schwerer, weil einfach das Auto ganz schnell ist. Aber wir haben jetzt schon Limited Powertrain Performance. Wir fahren mal zurück, weil der Akku jetzt langsam leer wird. Ja. Aber ich bin schwer beeindruckt. sehr beeindruckt. Boah. Also wenn das die Zukunft ist, ne? Das ist eine geile Zukunft. Also, dass ich mir so in die Hose scheiße beim Gas geben. Keine Ahnung, wann das letzte Mal das so war. Weil du weißt das gar nicht einzuschätzen so. Das ist halt komplett Neuland sowas. Boah. So geil, dass Hyundai einfach so verschiedene Konzepte ausprobiert, macht und tut und diese Emotion hast du hier auf jeden Fall. Also wenn das die Zukunft ist, ne? Dann geil. Ja, aber die Zukunft ist besser kontrollierbar im Drift. Weil hier, das Biest gewinnt ja immer. Ja, gerade wenn du auf 600 Newtonmeter bist, dann kannst du den driften. Ja. Okay. Aber auf 1000, Ist vorbei. no way. Ja. Weil einfach, nein, wie eine Maschine, die dich umdrehen will. Ja. Also das ist ja gar kein, wie eine Maschine, die dafür gebaut ist, sich umzudrehen. Wenn Wie so der eine, einmal marschiert, den kriegst du ja nicht wieder. Nein. Das ist durch. Da kannst du nur noch warten und neu ansetzen. also, Ja, also nochmal Happy Birthday. ja. Also das ist sehr, jetzt wo die Traktionskontrolle gerade aus war, ganz anderes Auto. Ganz anderes Auto. Unten raus richtig mehr Bums, ne? Unten raus richtig mehr Bums, aber obenrum dann nochmal wilder. Eine unheimliche Art der Beschleunigung mit dem Getriebe zusammen, also angsteinflößend, toll und auch Puls. Also dieses, dass du dir denkst so, nee, sei mal lieber vorsichtig, ganz extrem. Man hat ja ein gutes Gefühl für das Auto. Das Ja, hängt ja. ja super an der Lenkung. Das ja? ist super, aber du merkst halt, die Macht, die du hast auf der Hinterachse, das ist schon ein Wort. Ja. Das ist Ja. echt ein Wort. Das ist schon Auf jeden brutal. Fall. Ich meine, es ist ja wie ein ETCR-Auto im Prinzip, was hier jetzt steht, ein bisschen schwerer. Gut, Wie ein ETCR hat auch 1000 Newtonmeter, hat ja die gleichen Motoren drin. aber hat die gleiche. Und hat jetzt allerdings die andere Batterie drin. Hier ist ja die Rimac-Batterie drin und jetzt fahren ja jetzt die, ich weiß nicht, was Williams fährt für eine Batterie, aber wird ähnlichen Dampf haben. Und die fahren ja auch mit verschiedenen Leistungen in verschiedenen Rennen. Ja? Und Okay. ich denke, da kannst du vielleicht nächstes Jahr bei uns ETCR fahren mit dem Ioniq 6. Voll krass. Nächstes Jahr fahren wir mit dem Ioniq 6 ETCR. Und wie viele Runden fahren die dann? Oh, die fahren ja so verschiedene Formate fahren die an so einem Rennwochenende. Ich glaube, das längste, was die fahren, sind vielleicht 15 Minuten oder so. Ja? Länger nicht, dann ist Batterie auch fertig und dann kommen die jetzt zurück zur Base und dann werden die geladen mit unseren Hydrogen Charger. Ja, die finde ich ja toll. Wir laden die dann mit den Mach mal ein Bild rein von den Dingern, das finde ich echt eine tolle. Ja, ja. Das sind Wasserstoff. lädt das Elektroauto. Ja, Ja, das ist geil. ja da konnte ich nicht widerstehen. Das ist geil. Die sehen aber auch geil aus, die Dinger, diese Ja. Boxen. Ja, ja. Ich danke für diesen wunderschönen Besuch und Ja. wir machen jetzt gleich noch weiter und darauf könnt ihr euch freuen, weil das ist wirklich ein realistischer Blick in was N vorhat mit der Elektrifizierung. Genau, ein Vorgeschmack. Tschüss. Tschüss. They still tryna find a way to win. I just got that swing it up again. I don't need a rollie.